Essen ist längst nicht mehr nur ein Grundbedürfnis. Es ist Teil geworden von der Art, wie wir uns ausdrücken und persönlich definieren. Über dem Ganzen liegt ein Megatrend: Digitalisierung. Und die verändert nicht nur unser Essverhalten, sondern die gesamte Foodbranche. Wir geben Einblick in eine Welt, die sich so schnell verändert, dass sie mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. In dieser Episode gehen wir dort hin, wo die Milch von meinem Kaffee herkommt. Wir besuchen 2 Milchbauern. Einen, der auf digitale Technologien setzt, und einen, der bewusst darauf verzichtet. Ich schaue meine Kühe als Spitzensportler an. Aber das hat sich ein bisschen vom Schwingen hergezogen, weil ich habe mir immer gesagt, wenn du die bestmöglichste Leistung abrufen bei mir am Schwingfest am Sonntag, dann ist das auch sehr wichtig, auch bei einer Kuh. Die ganze Woche muss sie ideale Verhältnisse haben, sie muss eine gute Fütterung haben, die Ernährungsergänzungen müssen stimmen, dass sie die bestmöglichste Leistung einfach im Melkroboter abliefern kann. Der Melkroboter ist auch bei mir wie der Sonntagsschwingfest. Jede einzelne Kuh hat ein Halsband mit einem Transponder. Das ist ein Erkennungstransponder. Und wenn jetzt die Kuh im Melkroboter reinkommt, weiss der Melkroboter genau, das ist die und die Kuh. Die kommt so viel Kraftfutter rüber, die wird sie so gemolken, dass alles in der Ordnung ist. Alles, was robotisiert oder digitalisiert ist auf dem Betrieb, richtet sich nach dem Transponder aus. Bei jedem Milchgang werden auch verschiedene Daten über die Milch gesammelt. An denen sieht man zum Beispiel den Eiweißanteil in der Milch oder den Gesundheitszustand einer Kuh. So kann man die Qualität der Milch überwachen und verbessern. Vorausgesetzt natürlich, dass man mit diesen Daten korrekt umgeht und sie nicht missbraucht zum Manipulieren von Ergebnissen. Jetzt hast du auch viel mehr Freiheiten. Ich schaue es eben so, als viel mehr Freiheiten hast du auch. Freie Zeit mit dem Tier dich zu beschäftigen oder zu beobachten, was will das Tier, wo dir halt die Digitalisierung nicht zeigen kann. Weil du mehr Zeit kannst aufwenden für das, weil du weniger abhängig bist vom Arbeitsaufwand her. Sobald du Digitalisierung hast, ist automatisch ein bisschen mehr Hektik, wenn etwas nicht funktioniert. Früher, wenn du deine normalen Tagesabläufe hast, wenn du mal eine Stunde keinen Strom hast, ja, notabene hast du eine Stunde keinen Strom gehabt, aber ist jetzt nicht gerade irgendetwas passiert. Wenn ich heute eine Stunde lang keinen Strom habe, ich bin einfach wirklich angewiesen darauf. Ist schon so. Die QSAGA hat in diesem Jahr einen neuen Schweizer Rekord erreicht. Sie hat in 305 Tagen, was eine Laktation bei einer Kuh ist, hat sie fast 21'000 Kilo Milch gegeben. Das ist auch ein bisschen unsere Diva im Stall, also die merkt auch, dass sie eigentlich der Chef ist. Er macht auch stolz, macht auch einem selber stolz und ich denke, genau so ein Zuckerli also als Bauer, als Geschäftsmann brauchst du auch die Freude halt auch an diesem intensiven Betrieb auch kannst behalten. Noch etwa Handarbeit machen, möglichst nur eine von Maschinen einsetzen, wenn es wirklich Sinn macht. Jedes Handy, jeder Computer, alles braucht die Rohstoffe, die begrenzt sind. Und der Elektroschrott zum Teil sagen, sie schon, sie können den verwerten. Aber wie viel sie wirklich verwerten können. Ich mache nicht keinen Vorwurf, der das macht, oder? Aber ich probiere das selber nicht. Ja, mein Ding ist, dem aus dem Weg zu gehen, einen anderen Weg zu finden, wie die Digitalisierung. Nachhaltig bauen, dass die nächste Generation auch wieder die Zukunft hat, dass wir die Natur nutzen, aber nicht ausnutzen. Das ist mir wichtig.
Aus wirtschaftlicher Sicht probiert jeder Bauer immer das Optimum herauszuholen. Wir Konsumenten verlangen immer hochwertigere Milch zu einem tieferen Preis. Die Grenze zwischen Nutzen und Ausnutzen der Natur ist relativ schwer zu definieren. Aber eines ist klar, wenn wir keine Milch trinken würden, dann würden die Kühe gar nicht existieren. Der Konsument will eine bäuerliche, wirklich noch eine normale Produktion, oder? Und nicht eine industrielle. Ja, wenn alles so gross wird, das Tier wird nur noch nummern. Und der Mensch muss auch, das Menschliche leidet auch, wie grösser, wie mehr Risiko, wie mehr Stress er hat. Also das sind die ethischen Bedenken, die da angebracht sind. Klar, der Konsument ist auch nicht immer konsequent. Er will, der Grossteil der Leute will möglichst billig zu essen. Sie wollen auf Ferien nicht verzichten oder auf dieses und jenes Luxus wollen sie nicht verzichten. Und beim Essen tut man schon sparen. Digitale Hilfsmittel können helfen, effizienter und nachhaltiger zu produzieren. So kann man Kühe zum Beispiel individuell ernähren und dabei Kraftfutter sparen. Schlussendlich ist es unser Bedürfnis nach dem tiefen Preis, der Qualität und der Menge der Milch, die die digitalen Technologien im Stall überhaupt nötig machen. Entscheidend ist, mit welchem Bewusstsein dass wir Milch konsumieren und ob wir erkennen, wann das Optimieren der Natur eine Grenze erreicht hat.